wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Ich bin Alexander Stein und heute hier mit meinem geschätzten Kollegen Per Jochumsen. Hallo. Mit Tim Schneider hinter der Technik und wir haben einen wunderbaren Gast, eine Folge, auf die ich mich besonders freue, vor allem auch, weil du dabei bist, Maria Bregmann, Teamleiterin für Marketing und Kommunikation bei der Hansa Baugenossenschaft. Und jetzt denken sich bestimmt einige da draußen, Baugenossenschaften ist jetzt nicht mein Ding, ich schalte jetzt ab, aber nein, bitte nicht. Wir haben so oft hippe Startup-Themen hier zu Gast und neue Lernkonzepte und IT, KI, Überfliegergeschichten. Aber dabei gibt es noch ganz viele andere Leute in ganz vielen anderen Branchen und Unternehmen, die vielleicht etwas altbackener sind und die sich dann fragen, ja, können wir den hippen Scheiß dann auch? Und wir haben uns da mal ein besonderes Beispiel rausgesucht mit dir, von dem du erzählen darfst. Und dann, genau, bauen. Was gibt's, ja, langweilig will ich gar nicht sagen, aber so belangloseres, wo man nur drüber nachdenkt, wenn man es gerade wieder neu braucht. Lass uns mal direkt reinsteigen, wir haben hier nur eine Stunde. Und zwar finde ich ja sowieso ganz spannend wenn ich an Baugenossenschaften denke oder Bauprojekte generell und Wohnen, dann habe ich Konzernstrukturen im Kopf. Große Unternehmen, lange Prozesse, eher schon fast was Behördiges. Und gleichzeitig habt ihr ja aber schon im Namen, ihr seid ja nicht die einzige Baugenossenschaft, sondern das ist ja ein häufiges Konzept. Ihr seid ja nur mal am Rand erwähnt, ihr seid eine der größten Baugenossenschaften in Hamburg im Großraum. Und ihr seid witzigerweise, darüber, wenn wir heute reden, eine intern der modernsten strukturierten innerhalb des Ganzen. Das kann man schon so sagen. Soweit du auch von den anderen Bescheid weißt, was interessanterweise ja auch der Fall ist, darüber werden wir auch reden. Aber dieser vermeintliche Konflikt, dass wir eigentlich so ein altbackenes, langweiliges Thema haben, harte Strukturen und dann aber ein partizipatives Konzept. Mit der Genossenschaft wenigstens schon mal vom Gesetzgeber so vorgegeben, dass wir halt nicht auf kapitalbildende Gewinnmaximierung aus sind am freien Markt, sondern tatsächlich was für das Allgemeinwohl oder wenigstens für unsere Genossinnen machen, also die Beteiligten an dem Ganzen. Und wir haben im Vorgespräch ja auch schon darüber kurz gesprochen, dass es auch eine Branche ist, in der auch untereinander viel, nicht zwangsweise Absprachen passieren, aber viel auch ausgetauscht wird, um halt die Markt ganzheitlich voranzubringen. Wie können wir uns das vorstellen? Also hat Baugenossenschaft was Behördliches? Oder wie ist das eigentlich bei euch strukturiert? Also ich muss eins vorwegnehmen, du hast ja irgendwie schon gleich in den Raum geworfen, altbacken und ich glaube so Worte wie irrelevant, ich weiß nicht, ob ich dich korrekt zitiere, banal, also das möchte ich bitte alles widerlegen. Das stimmt nicht, wir sind in Hamburg, Wohnraum ist super knapp und ich glaube, es gibt aktuell hier kaum ein wichtigeres Gut als Wohnraum. Das auf jeden Fall. Deswegen ist das, was wir tun, total relevant. Ja. Also das wollte ich auf keinen Fall absprechen. Genau. Ich würde sagen, wir tun dies auch auf eine moderne Weise tatsächlich für eine Baugenossenschaft. Und diese Behördlichkeit, die würde ich der Hansa auf keinen Fall zurechnen. Eine andere Sache, die wir im Vorgespräch auch schon angeschnitten haben, die mich ein bisschen begeistert hat, ist, ihr habt auch schon mal von New Work gehört und von modernen Arbeitsformen. Ja. Ihr habt hybride Arbeitsmodelle? Och ja. Darüber wollen wir auf jeden Fall einmal sprechen. Weil das ist was, wo ich weiß, dass viele Leute außerhalb der IT häufig denken, ja, das geht bei uns nicht. Ich habe eine Stechuhr und ich mache hier meinen Dienst und wir müssen alle präsent sein. Ja, doch, wir können das mal anschauen. Männer werden auch häufig bevorzugt und so weiter. Und Elternzeitmodelle oder generell flexibleres Arbeitszeiten, um sich um Kinder zu kümmern und so weiter. Aber da macht ihr tatsächlich schon mehr anders, als man grundsätzlich denken könnte. Vielleicht, als man erwarten würde. Also ich kann ja mal was vorwegnehmen, was kein Geheimnis ist. Wir sind im Dezember letzten Jahres, also vor knapp einem halben Jahr jetzt, umgezogen in einen Büroneubau, in unser eigenes neues Bürogebäude, den sogenannten Hansa Heimathafen, und sind tatsächlich aus einer starren Zellenbürostruktur in einen Open Space gezogen mit Desk-Sharing, mit Community-Zonen, mit Ruheräumen, Fokusboxen und allem, wie man es sich heute vorstellt. Und ja, auch das geht bei einer Baugenossenschaft. Trotzdem können wir Qualität für unsere Mitglieder bieten, noch mehr. Deswegen haben wir es eigentlich auch gemacht, um Prozesse effizienter zu gestalten, um teamübergreifender noch besser arbeiten zu können
Und ja, klar, wir haben den Mein-Hansa-Service. Natürlich sind wir mitgliederorientiert und natürlich muss die Hotline in einem gewissen Zeitraum, sagen wir von 8 bis 16 Uhr, erreichbar sein. Natürlich ist das so. Muss der Kundenservice dafür im Büro sitzen? Nein, muss er nicht. Machen wir über das Callcenter? Haben wir nicht outgesourced, machen wir natürlich gut, intern, machen wir natürlich selbst. Wir wollen ja für die Mitglieder da sein. Von daher, ja, so, all das ist bei der Genossenschaft und bei uns vor allem möglich und gewünscht und Stichwort attraktiver Arbeitgeber, kommt ja vielleicht noch. Employer Branding. Genau, hattest du auch schon fallen lassen im Vorgespräch, ihr seid auch derzeit auf Mitarbeitersuche. Ist das ein Faktor, den ihr für Employer Branding, Attraktivität am Arbeitsmarkt machen müsst? Also hat sich das auch bei euch in der Branche gewandelt? Definitiv. Der Fachkräftemangel trifft ja irgendwie alle Branchen, wie wir wissen. Der trifft ja nicht nur uns. Und ich sag mal Generation Z, die jetzt so nachfolgt, die wir ja auch ansprechen. Wir bilden auch Immobilienkaufleute aus. Das sind dann Menschen, die kommen in der Regel von der Schule. Das heißt, die sind irgendwas zwischen 17 und 21 vielleicht. Und die stellen schon ganz andere Anforderungen an die Arbeitswelt von heute, weil die auch schon aus ganz anderen Modellen kommen. Ich glaube, in den Schulen heute läuft es ja auch schon anders, an den Unis auch. Zum Glück. Zum Glück. Und wenn du dann in ein Büro kommst, was dich irgendwie erinnert an eine Behörde 1970, das ist nicht so gut, ne? Schränke unter die 3-Meter-Decke und dann mit ein bisschen Staub drauf. Genau. Der vergilbte, graue Drucker in der Ecke. War denn da, also weil du hast ja gerade gesagt, ihr seid umgezogen und das sind modern konzipierte Arbeitsflächen, die natürlich diesen Ansprüchen genügen und hoffentlich auch für tolle, produktive Arbeit sorgen. Das ist ja immer so ein Prozess, ne? Ein Planungsprozess. Kam der Booster durch Corona oder war das schon vorher im Gange? Kam das... Hast du da Einblicke? Du kannst ja gar nicht alles wissen. Ich kann nicht alles wissen, weil ich jetzt knapp 2,5 Jahre bei der Hansa bin und der Prozess für den Büroneubau schon vor knapp 10 Jahren angestoßen wurde. Also das ist tatsächlich ein sehr langes Projekt, weil es ja auch ein Bauprojekt ist. Am Ende des Tages, da spielen ja viele Faktoren rein. Was wir intern gemacht haben, ist, wir haben vor 2 Jahren ein Projekt ins Leben gerufen. Leinenlos, Aufbruch zu neuen Arbeitswelten haben wir das genannt. Schöner Titel. Ein bisschen maritim angehaucht, passend zur Hansa. Szenerie. Und Kern dieses Prozesses war eben auch ein Beteiligungsprozess mit allen Mitarbeitenden über die gesamte Hansa, weil es ja am Ende des Tages nicht nur um Tische und Vitra-Sofas und Hey-Möbel geht, sondern um einen kulturellen Wandel. Und da war es uns besonders wichtig, die Mitarbeitenden mitzunehmen in Workshops, in zahlreichen Formaten, die wir angeboten haben. Wir haben immer wieder informiert. Ich war auch Teil des Projektteams. Wir haben ein VertreterInnen-Konzept ins Leben gerufen. Heißt, wir hatten aus allen Bereichen Menschen, die sich wirklich beteiligt haben, als vertretende Personen für ihren Bereich, die Informationen auch immer wieder zurücktransportiert haben. Und wir haben eine Bedarfsanalyse bzw. eine Anforderungsanalyse gemacht, auch mit Begleitung eines Beratungsunternehmens, was darauf spezialisiert ist. Wir haben uns da begleiten lassen. Da steckt ein richtiges Konzept hinter, da stecken Zahlen hinter. Es wurde erhoben, wie viel wird Stillarbeit gemacht, wie viel Außentermine gibt es. Natürlich auch Berücksichtigung von mobilem Arbeiten, Urlauben. Es wurden Quoten berechnet, es wurde geschaut, wer übt welche Tätigkeit, wie viel aus, wie viele Besprechungen gibt es, in welchen Konstellationen. Also es ist kein Zufallsprinzip, dass bei uns jetzt Module so stehen, wie sie stehen oder es so viele gibt, wie es gibt, sondern all das haben wir konzeptionell erarbeitet. Das Konzept möchte ich gleich noch ein bisschen weiterreden. Vorher müssen wir einmal eine Sache klarstellen, und zwar hast du eben nebenbei Vitra mit den Tischen erwähnt, und das soll natürlich keine Werbung sein. Neben Vitra gibt es auch andere schöne Anbieter von Büromöbeln. Was aber Werbung sein soll, ist die Nachricht von unserem heutigen Sponsor. Also eine der unangenehmen Wahrheiten, die man sich stellen muss, ist ja, dass das Verhalten meiner Mitarbeitenden am Ende das Ergebnis meiner Führungsarbeit ist. Das heißt, wenn ich da immer das Gefühl habe, die kommen nicht zu Potte, die übernehmen keine Verantwortung, ist es halt dummerweise in der Leadership-Rolle so, dass ich mir die Frage stellen muss, was trage ich dazu bei, indem ich Dinge tue oder nicht tue.
Willst du auch lernen, wie du dein Leadership effektiv verbessern kannst? Dann lass uns gerne darüber reden in einem unserer Certified Agile Leadership Kurse bei IT Agile. Und wollt ihr auch mal bei uns als Sponsor mit vertreten sein oder als Gast oder einfach ein Thema anfragen oder uns anderweitig Infos und Feedback zukommen lassen, dann schreibt uns eine E-Mail an info@agila-norden.ev. Und für alle, die sich darüber wundern, wir sind ja Future Skills. Was hat der Agile Norden damit zu tun? Das ist unsere Dachvereinigung, ein gemeinnütziger Verein, der dafür sorgt, dass wir hier eine Struktur haben, uns als Organisation, uns ehrenamtlich auch frei von Gebersituationen auch miteinander austauschen und das Ganze hier für euch bereitstellen können. Wenn ihr das generell unterstützen wollt, liken, abonnieren, auf YouTube, Instagram. Instagram sind wir nicht, TikTok, Spotify. Da sind wir aktuell vertreten. LinkedIn, nicht vergessen. Da gibt es uns auch. Kommen wir zurück zu dem Konzept und vor allem fand ich gerade spannend, du hast gesagt, es gab dann auch einen Plan, einen Integrationsplan und eine Übergangsphase und das ist alles ausmacht. Nun haben wir in den IT-Unternehmen meistens relativ spezielle Demografie. Eher Menschen mit Penis, eher jung. Das sieht bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ihr habt ein bisschen breiteren grundsätzlichen Schnitt durch die Bevölkerung. Ne? Ja. Männer, Frauen, allen Alters. Wie wird da unterschiedlich umgegangen mit dem Thema modernes Arbeiten, New Work, offene Raumkonzepte, flexible Arbeitsplätze? Ist das für jeden zugänglich? Ja, das ist eine gute Frage, die uns natürlich auch beschäftigt hat. Und ich muss jetzt nach, ich sag mal, 2 Jahren laienlos sagen, es ist nicht unbedingt das Alter, das eine Rolle spielt und ganz bestimmt auch nicht das Geschlecht. Ich nenne sie jetzt mal ganz liebevoll SkeptikerInnen, hatten wir über alle, ich sag mal, Geschlechter und Altersstufen hinweg. Das ist auch ganz natürlich. Ich finde, es hat da noch viel mit der Unternehmenszugehörigkeit zu tun. Es gibt Menschen bei der Hansa, also ich habe das selber kaum geglaubt, die arbeiten seit über 40 Jahren in diesem Unternehmen. Die haben bei der Hansa gelernt, die haben ihre Ausbildung da gemacht und die haben jetzt noch, weiß ich nicht, 5 bis 8 bis 10 Jahre tatsächlich noch vor sich. Also es ist auch nicht. Und planen das auch in dem Unternehmen. Und planen das auch bei der Hansa. Die planen gar nicht zu gehen. Und da steckt dann natürlich noch was anderes dahinter. Du musst dir vorstellen, wenn du, ich weiß es nicht, ob es immer so war, aber angenommen, du saßt die 40 Jahre in einem 2er-, 3er-Büro mit deinem Lieblingskollegen Peter. So. Und dann ziehst du nach 40 Jahren in eine offene Fläche, in der du dir jeden Tag am besten einen neuen Arbeitsplatz und Arbeitsort buchst. Du hast diese Sicherheit nicht mehr, du hast nicht mehr dein Namensschild an der Tür, du hast Sorge, wie finden mich die Menschen denn, wie bin ich denn jetzt erreichbar, wird es laut sein? Also da gab es ja ganz, ganz, ganz viele Themen, die wir Gott sei Dank alle widerlegen konnten. Aber ich kann für mich feststellen, es hat wirklich nichts mit dem Alter zu tun. Und wir haben ja uns aufgehängt an den Raumkonzepten, aber mich würde interessieren, gehen da einher auch Veränderungen in der Art und Weise, wie die Zusammenarbeit läuft einher, ne? Dass da mehr in Teams und passiert als früher, weil dafür macht man ja meistens auch so Kollaborationsräume und sowas und dass das ist ja gerade für jemanden, der 40 Jahre nichts anderes gewöhnt ist, als seinen Stapel am Schreibtisch abzuarbeiten, ist das ja auch ein Riesenwandel. Ne? Vielleicht sogar noch größer, als sich an flexible Arbeitsplätze zu gewöhnen. Also, weil es immer wieder fällt, Stichwort Aktenstapel oder ähnliches. Das Thema papierloses Büro ist die Hansa schon deutlich vor dem Umzug angegangen. Okay. Also das war nochmal hilfreich. Aber du räumst hier mit unseren ganzen Vorurteilen auf. Sehr gut. Und wir stehen dazu, dass wir sie haben. Klar. Ja, also Stichwort Räume. Die Räume wurden natürlich am Ende des Tages so geschaffen, dass sie eben auch, wie du gerade schon erwähnt hattest, hybrides Arbeiten wo notwendig unterstützen. So ändern sich eben auch die Arbeitsformen. Auch das ganze Thema, also wir haben eine Betriebsvereinbarung, die regelt, dass wir eben 2 Tage die Woche, wenn man Vollzeit arbeitet, mobil arbeiten kann. Das heißt, das impliziert schon, dass wir nicht immer alle vor Ort sind. Wir haben ja auch ein Desk-Sharing-Konzept mit einer Quote von ungefähr 0,7. Also 0,7, bei einer 1:1-Quote ist es so, es kommt ein Arbeitsplatz auf eine Person und 0,7 bedeutet einfach 0,7 Arbeitsplätze rechnerisch auf eine Person.
Das heißt, ihr rechnet damit, dass nicht immer alle im Büro sind, sondern es wird verteilt. Wir haben ja schon angesprochen, ihr habt hybrides Arbeiten, es gibt auch Homeoffice-Regelung, mobiles Arbeiten. Nicht nur das, es gibt viele Außentermine natürlich auch. Ne? Also unsere KollegInnen im Mieterservice sind auch viel unterwegs. Dazu kommt, bei der 0,7er Sharing-Quote reden wir von Standardarbeitsplätzen. Darüber hinaus haben wir aber noch diverse Arbeitsorte, die vielleicht nicht den Arbeitsstättenrichtlinien entsprechen, aber an denen natürlich auch gearbeitet werden kann. Es findet immer jeder überall einen Platz. Ich habe es noch nicht erlebt, dass das irgendwie nicht möglich war. Wir haben ein Buchungstool, mit dem alles einsehbar und buchbar ist. Cool. Wie ist denn aktuell eure Regelung? Wie viel Homeoffice? 2 Tage die Woche. Wenn du Vollzeit arbeitest, kannst du 2 Tage die Woche ins mobile Arbeiten gehen, 3 Tage die Woche in Präsenz. Also grundsätzlich, wie wird das angenommen? So, ist das eher beliebt, zu Hause zu arbeiten und gab es eher Stimmen, Leute sagen, ja, wir würden gerne noch einen 3., 4. Tag? Oder ist das vielleicht auch durch das neue Büro dann nochmal beeinflusst worden? Oder ist tatsächlich bei euch eher so, ich möchte aber meinen Arbeitsplatz haben und zu Hause kann ich nicht so gut arbeiten? Wie fühlt sich das dann für die Leute an? Ich glaube, das ist tatsächlich unterschiedlich und sehr individuell. Es hängt ja auch immer, selbst an der persönlichen Lebenssituation, würde ich sagen, auch vielleicht an der familiären Situation, an Arbeitswegen, Möglichkeiten zur Arbeit zu kommen. Dazu muss ja auch gesagt sein, wir haben neben unseren klassischen Büromitarbeitenden auch noch einen Regiebetrieb an einem 2. Standort. Dort haben wir unter anderem Maler, Haustechniker, eigene Gärtner. Die arbeiten natürlich eher nicht im Homeoffice, das ist klar, weil die in unseren Anlagen unterwegs sind. Ja. Da ist es sowieso anders. Bei den Büromitarbeitenden würde ich sagen, wird das Homeoffice oder das mobile Arbeiten gut angenommen. Es gibt aber auch Menschen, die kommen einfach jeden Tag ins Büro, weil sie sagen, dort können sie besser arbeiten, dort finden sie alle Möglichkeiten vor, die sie zu Hause kostenlosen vielleicht Kaffee nicht haben. Guten Kaffee. Ja. Guten Kaffee. Ja, nicht jeder kann sich so eine teure Maschine leisten. Und vielleicht auch den Austausch mit den KollegInnen, den du ja im Homeoffice einfach auch nicht hast. Also nicht in Präsenz. In anderer Form, aber das muss man ja auch gelernt haben, das merke ich immer wieder, dass sich da Leute schwer tun, das zu übertragen, ne? Diesen Kaffeeklatsch in der Küche dann digital zu machen und dann, wenn man damit nicht aufgewachsen ist, in Internetforen und beim Counter-Strike spielen, sich anzuschreien, so, dann ist da noch eine gewisse Hemmschwelle, einfach mal so Hallo zu sagen. So, ich hol mir jetzt einen Kaffee, möchte jemand mal mit auf den Kopfhörer oder sonst wie? In 2 Richtungen. Einmal, vielleicht kannst du das ganz kurz abhandeln. Wir haben ja schon über das Thema Genossenschaft gesprochen. Und mir ist klar, den Teil, wenn ich in die Genossenschaft eintrete, um dann irgendwann mal eine Chance auf eine Wohnung zu haben mit meinem Genossenschaftsanteil, irgendwie die Genossenschaft, also Genosse oder Genossin, in meinem Fall Genosse würde ich werden dann, tue ich Geld rein in die Genossenschaft und habe dann irgendwie auch Chancen, eine Wohnung zu kriegen und so. Wie ist das denn mit du willst mir gleich erklären, wie es richtig ist, das ist auch cool. Wie ist es, aber meine eigentliche Frage, ich lerne das auch gerne nochmal genauer, wenn du das schnell fassen kannst. Ja. Wie ist es denn mit den Mitarbeitenden bei euch? Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie bei einem anders organisierten Kapitalgesellschaft, da gibt es natürlich irgendwelche Eigner und die was ausgeschüttet haben wollen und so, und ich bin einfach Arbeitnehmer, ich bin angestellt. Wie ist es bei euch mit den Menschen, die in der Genossenschaft arbeiten? Sind das Angestellte oder ist das Genossenschaftskonzept auch da so ausgeweitet? Ich greife ganz kurz sozusagen in den ersten Teil ein. Es ist tatsächlich, bevor jetzt falsche Erwartungen geweckt werden, es ist tatsächlich ich würde sagen, wahrscheinlich bei allen Genossenschaften in Hamburg mittlerweile so, dass du nicht mehr einfach in die Genossenschaft eintreten kannst und dann hoffen kannst, eine Wohnung zu bekommen, indem du Anteile erwirbst. Du kannst nur noch Genossenschaftsmitglied werden bei uns und auch bei den anderen Genossenschaften, wenn du eine Wohnung über uns bekommst. Also du trittst automatisch ein, wenn du über uns eine Wohnung bekommst, kannst aber nicht vorher Mitglied werden. Das ist leider nicht mehr möglich. Also meine Information ist einfach 3 Jahrzehnte alt. Früher ging das noch, ja. Da waren Wohnungen auch noch verfügbar. Mitarbeitenden sind Angestellte. Das ist normal. Wir haben aber sehr viele Mitarbeitende, die auch Mitglied sind, weil sie vielleicht auch bei der Hansa wohnen, das vielleicht auch schon lange. Auch das gibt es. Aber ansonsten sind es regulär Angestellte und auch unser Vorstand oder unsere beiden Vorstände sind am Ende des Tages ja Angestellte in der Genossenschaft. Dieses gemeinschaftliche Konzept der Genossenschaft, überträgt sich das auch
ein Stück weit auf dann auf das Zusammenarbeiten? Also, du hast ja auch schon in anderen Unternehmensformen gearbeitet. Fühlt sich das anders an, in der Genossenschaft zu sein? Ich kann definitiv für mich sagen, ja. Und jetzt kommt dieses ausgelutschte Purpose-driven und sinnstiftende Tätigkeit. Aber ja, ich habe bei der Hansa angefangen, weil ich einen Job gesucht habe, der sinnstiftend ist. Mhm. Und das, was wir bei der Hansa tun, ist unglaublich sinnstiftend. Das ist für Hamburg sinnstiftend, für die Gesellschaft sinnstiftend. Und am Ende des Tages kann ich da rausgehen, ob aus dem mobilen Arbeiten oder aus dem Büro, und sagen, hey, das, was ich heute gemacht habe, war sinnvoll. Und das ist schon anders, ich kann jetzt nur für mich sprechen, wenn du vielleicht für einen Zigarettenhersteller arbeitest, wenn du da jetzt persönlich zum Beispiel nicht hinterstehst. Mhm. Ich selber habe lange in Agenturen gearbeitet. Ich komme ja aus dem Agenturbereich und da ist es auch so, du hast Kunden, für die musst du arbeiten, ob du es willst oder nicht. Es sind die Kunden der Agentur und ob du am Ende des Tages hinter dem Produkt stehst oder nicht. Mhm. Ja. Und selbst wenn du in der Situation bist, bei einer Agentur, als Beratungsunternehmen etc., die Kunden auszusuchen, du hast noch eine andere Zugehörigkeit. Das ist immer noch ein bisschen Barriere dazwischen, ein bisschen mehr Distanz da, was ja auch gut ist für das Arbeitsverhältnis, ganz häufig, um neutral zu sein. Aber die Zugehörigkeit und diese zweckmäßige Verbindung ist nicht immer da gegeben. Und da höre ich jetzt raus, das ist bei dir persönlich auf jeden Fall anders und auch ein Motivationstreiber. Ja. Würdest du das deiner persönlichen Erfahrung nach sagen, dass es grundsätzlich bei mehr Leuten bei euch der Fall ist, als bei anderen Firmen, für die du vorher gearbeitet hast? Das würde ich sagen. Ich erlebe eine stärkere Identifikation mit dem Unternehmen, als ich das bei anderen in der Vergangenheit erlebt habe. Jetzt nicht bei mir selbst, sondern auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und man hört häufiger, hey, ich arbeite gerne bei der Hansa. Hat der Umstieg auf moderne Büroräume vor allem, aber auch das hybride Arbeitskonzept, hat das eher verstärkt oder hat das dem eventuell sogar geschadet, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl? Also wenn du mich fragst, würde ich auf jeden Fall sagen, gut, wir blicken jetzt auf 6 Monate zurück, Zeitraum. Wir machen noch eine Evaluation jetzt diesen Sommer mit allen. Ich würde sagen, es hat das Zusammengehörigkeitsgefühl definitiv gestärkt. Es liegt auch daran, dass wir in Teilen 2 Standorte zusammengelegt haben. Wir hatten unser technisches Bestandsmanagement an einem anderen Standort. Die sind jetzt mit uns in die Drosselstraße reingezogen. Die Wege sind kürzer. Du siehst die Leute, alles ist transparenter geworden und das fördert auf jeden Fall das Teamgefühl. Plus, wir arbeiten in sogenannten, wir nennen sie Anleger. Am Ende des Tages ist es eher so bekannt wahrscheinlich als Homebases oder Teambases. Und auch eben abteilungsübergreifend. Und das macht es ganz schön. Man lernt die Leute nochmal auf einer anderen Ebene kennen, vielleicht auch persönlicher. Greift nicht immer direkt zum Hörer, sondern geht auch einfach mal kurz rüber. Die Dienstwege werden ja auch kürzer, ne? Ja. Im Zweifelsfall. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Auch offene Flurpläne mit flexiblen Arbeitsplätzen laden auch dazu ein, dass sich das Ganze dann operativ auch strukturiert. Das heißt, dass man auch dichter zu den Leuten rutscht, mit denen man häufiger zu tun hat. Und das ist halt auch eine gewisse Dynamik, die dann auch operative Modelle auch positiven Einfluss hat. Wir haben jetzt kurz auch schon darüber gesprochen. Ich habe ja nachgefragt, inwieweit die Demografie, Herkunft, Geschlecht, Altersgruppen und so weiter auch auf die Akzeptanz einzahlen. Was wir auch ganz häufig erleben, ist ja, wenn wir jetzt über moderne Fähigkeiten, also Future Skills reden und neue Konzepte ausprobieren, das verändert ja auch ein gewisses Skillset bei den Leuten oder bedarf auch eine andere Umgangsform, Kommunikationswege, haben wir schon angesprochen und so weiter. Merkt ihr da einen Shift jetzt dadurch, dass ihr neue Konzepte habt, eine Veränderung in den Soft Skills? Und danach würde mich auch interessieren, was ihr generell im Personalmarkt gerade merkt, ob es da Veränderungen gibt und ihr auch andere Anforderungen an BewerberInnen stellt. Aber erstmal so, hat das schon Auswüchse? Also reden die Leute anders miteinander, mehr miteinander? Gibt es im Soft-Skill-Bereich da Unterschiede festzustellen? Das glaube ich schon. Gerade das Thema Feedback-Kultur. Da schreien sich mehr Leute an. Wir haben extra im Vorwege Workshops über das ganze Unternehmen. Also wir haben extra schalldicht Boxräume. Ja, kenne ich. Lautstärke, Pegelanzeige und dann kannst du Highscores machen. Das war in Diskussion, ob wir so Lautstärkeampeln und ähnliches auf die Tische bringen. Das war im Vorwege alles in Diskussion, aber es hat sich ehrlich gesagt in Luft aufgelöst. Auch diese
große Sorge, werde ich arbeiten können, wie laut wird es sein, muss ich immer die Noise Cancelling Kopfhörer aufhaben. All das ist gerade gar kein Thema mehr, weil es unglaublich ruhig ist. Aber die Leute reden mehr miteinander, definitiv. Sie gehen in die direkte Kommunikation, was schön ist. Stichwort Feedback. Was ist eigentlich Feedback, ne? Was ist qualifiziertes Feedback und so weiter. Ich glaube, das ist so ein großer Bereich, der uns umtreibt. Und alles andere an Soft Skills, ich glaube, das wird sich über die Zeit noch zeigen. Ich glaube schon, ich komme selber ja aus einem Open Space. Ich kenne diese Art von Arbeitsumgebung schon von anderen Arbeitgebern. Bin natürlich schon mit einem etwas anderen Mindset, würde ich sagen, dort reingegangen als vielleicht andere KollegInnen, die das eben noch gar nicht kannten. Aber auch die, und das muss ich ganz positiv hervorheben, haben sich positiv überraschen und überzeugen lassen am Ende des Tages. Und es gibt einige von den SkeptikerInnen, die zu uns gekommen sind zum Projektteam und gesagt haben, Mensch, Leute, ich habe doch so viel gemeckert und ich war auch eine von denen, die immer gesagt hat, wie soll das werden? Und am Ende des Tages möchte ich euch sagen, gut gemacht. Meine Sorgen sind alle weg, meine Ängste sind weg, läuft. Der zweite Teil meiner Frage, dann merkt ihr grundsätzlich auch eine Veränderung am Arbeitsmarkt? Ganz häufig, weil viel Automatisierung ja auch durch Hype-Thema KI wegfällt. Einige Jobprofile verändern sich da sehr stark. Du hast ja auch gesagt, es gibt Indienstmitarbeiter, Bürokräfte und so weiter. Wir haben sowieso ein anderes Miteinander-Arbeiten. Inwieweit merkt ihr dort auch in den Recruiting-Prozessen, auch in den internen Weiterbildungsprozessen und so weiter, dass sich da Schwerpunkte verlagern? Also ich bin ja nicht in der Personalabteilung, deswegen aber dadurch hast du auch einen interessanten ja, ich habe natürlich nochmal Blick aus der zweiten Reihe. Einen anderen Blick, genau, aus der zweiten Reihe. Ich würde sagen, ja, wir merken diese Veränderung und wir wissen, es gibt auch veränderte Anforderungen auf jeden Fall. Ich würde sagen, sofern ich das überhaupt beurteilen kann, dass wir natürlich jetzt auch mit anderen, also jetzt auch nach dem Umzug speziell, auch mit einer anderen Art von vielleicht Profil, wenn man das so sagen kann, nach außen gehen und natürlich auch, wenn es um unser Image geht, gucken, okay, wer sind wir? Es geht nicht darum, irgendwas zu verkaufen, was wir nicht sind. Wir wollen immer authentisch bleiben. Aber auch eben Menschen anzusprechen, die vielleicht ein moderneres Skillset, wenn man es so nennen mag, mitbringen. Teams haben wir schon lange, aber wir stellen jetzt gerade die gesamte IT auf Teams um. Wir fangen an mit irgendwelchen Smart-Lockern zu gehört oder gesehen haben, was total okay ist. Und ich glaube, dass das dann auch zukünftig andere Menschen anspricht. Nicht speziell nur jüngere Menschen, sondern eben vielleicht auch Menschen, die aus anderen Branchen komme ich am Ende des Tages auch, die dann aber bei uns arbeiten. Du hast schon mehrfach gesagt, ihr habt dann auch am Beispiel von dieser Gestaltung der neuen Büroflächen und sowas, habt ihr Workshops gemacht und so euch umgehört und mit denen die Betroffenen dann mit einbezogen und sowas und ihr wollt auch evaluieren und sowas. Wie ist so generell euer Vorgehen, um so Veränderungsprozesse anzustoßen oder sowas? Oder was ist da so? Ja, mit Vorgehen ist vielleicht das falsche Wort, aber wie geht ihr da so? Kommen die Ideen von oben? Oder kommen die von unten oder im Mischmasch? Wie partizipativ ist das Ganze? Und findest du ein anderes Beispiel als wie erschließen wir uns unsere neuen Büroflächen, wo ihr auch irgendwie das mit den Betroffenen gemeinsam erarbeitet habt? Also ich würde sagen, wenn es jetzt um unsere Arbeitswelten geht, war das schon sehr partizipativ und ich würde jetzt gar nicht irgendwie einschränken und sagen, partizipativ für die Hansa oder für eine Baugenossenschaft. Das war schon sehr partizipativ. Wir haben viel einbezogen. Es wurde viel Zeit eingeräumt. Am Ende des Tages darf man das ja auch nicht vergessen, die Mitarbeitende investieren konnten. Das würde ich schon sagen, das war besonders. Und ja, natürlich gab es auch einen Rahmen, sogenannte Leitplanken, die von einer Führungskräfte- oder der Führungskräfterunde der Hansa vorgegeben wurden, die zum Beispiel vorgegeben haben, es wird ein offenes Konzept sein. Wir werden nicht mehr in eine Zellenbürostruktur zurückziehen. Solche Dinge waren vorgegeben.
Oder auch, dass wir abteilungsübergreifender arbeiten wollen. Es gab natürlich einen Rahmen, der vorgegeben wurde und innerhalb dieses Rahmens gab es dann eben diesen Beteiligungsprozess. Und da ging es um viel wichtigere Themen als, wird das Sofa jetzt grün, rot oder blau, sondern da haben wir Fragen gestellt, was braucht ihr, um gut arbeiten zu können. Und ist das neu gewesen oder ist das schon lange verankert gewesen? Ich würde sagen, sofern ich das beurteilen kann, natürlich, weil ich noch nicht jetzt die 40 Jahre da bin, dass das schon recht innovativ war, neu war. Partizipation im Allgemeinen, weil du es ja angesprochen hattest. Ich kann für meinen kleinen Bereich Marketing und Kommunikation nur sprechen, weil bei uns eben Kommunikation auf Augenhöhe innerhalb meines Teams geschieht. Sofern ich das sagen kann, ich versuche einzubeziehen, wo ich kann. Auch im Rahmen von Leitplanken, die natürlich mir auch vorgegeben werden. Ich bin da immer offen für neue Ideen und ich würde auch gesamt für die Hansa sagen, dass das grundsätzlich so ist, dass dort immer ein offenes Ohr da ist. Für Innovationen, für Ideen. Okay, und ist das bei anderen Genossenschaften, Baugenossenschaften auch so? Also ist das jetzt sozusagen, seid ihr da noch Vorreiter? Wie doll stecht ihr da raus mit den modernen Konzepten? Was das Arbeitsweltenkonzept oder das Bürokonzept angeht, stechen wir definitiv hervor. In der Form habe ich es noch bei keiner anderen Baugenossenschaft in Hamburg gesehen. Andere Genossenschaften haben auch gerade neu gebaut, auch schön gebaut, qualitativ hochwertig gebaut, aber doch auch wieder in etwas klassischeren Strukturen. Kleinen Würfeln für 2 Leute. Zum Beispiel, aber dann auch Community-Flächen, aber immer noch zugeordnete Arbeitsplätze. Was jetzt Beteiligungsprozesse sonst innerhalb der Genossenschaften angeht, da habe ich nicht genug Einblick, um das natürlich beurteilen zu können. Ja. Apropos Beteiligung, wo kam denn der ganze Bums ursprünglich her? Hat die Geschäftsführung gesagt, so wir machen das jetzt modern, weil auf dem Golfplatz reden da alle drüber? Oder wo kam diese Idee her, dass da jetzt Prozesse wirklich umzukrempeln? Ja, das ist auch eine gute Frage. Die Idee, grundsätzlich Prozesse umzukrempeln, ist sicherlich schon entstanden, bevor ich überhaupt zur Hansa gekommen bin. Und war sicherlich nicht nur Idee des Vorstands, sondern da gab es sicherlich auch im Vorwege Abstimmungen mit Führungskräften. Wir haben ja auch einen Aufsichtsrat. Und am Ende des Tages gucken wir ja auch nach draußen. Also wir gucken ja nicht nur auf uns selbst. Die Welt dreht sich natürlich nicht nur um die Hansa. Und es gilt, den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht zu werden. Und nicht nur das, es gilt auch, unserem Qualitätsversprechen gegenüber unseren Mitgliedern gerecht zu werden. Und da wurde sich sehr wohl überlegt, wie können wir das am besten abbilden. Was den Beteiligungsprozess, jetzt dieses VertreterInnen-Konzept zum Beispiel angeht, was ich angesprochen hatte, das ist etwas, was wir aus dem Projektteam Leinenlos entwickelt haben und was vom Vorstand auch mitgetragen wurde. Was ich spannend finden würde, ist, was habt ihr als nächstes vor? Weißt du, was ihr als nächstes vorhabt an solch einem Organisationsentwicklungsding, sag ich mal? Oder müsst ihr jetzt erstmal, 6 Monate gerade, das ist vielleicht alles noch sehr neu, ich weiß, aber meistens gibt es ja mehr Ideen, als man umsetzen Gibt es den 5-Jahresplan? Es gibt keinen 5-Jahresplan, nein. Also bei Bauprojekten wahrscheinlich schon, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Also uns treiben ja viele Dinge. Ja, jetzt Leinenlos ist natürlich noch nicht beendet. Wir gehen jetzt in die Evaluation mit den Mitarbeitenden und gucken, wo vielleicht noch nachjustiert werden muss, wo es gut läuft, was verändert werden kann, muss, soll. Was die Hansa im Allgemeinen umtreibt vielleicht, und nicht nur die Hansa, sondern wohnungsgebende Unternehmen, würde ich sagen, ist ja das Thema Neubau auch ganz groß, weil die Baukosten ja so dermaßen explodiert sind, dass es schwierig geworden ist, überhaupt noch neu zu bauen. Und vielleicht habt ihr mal davon gehört, es gibt jetzt den sogenannten Hamburg-Standard. Das war jetzt gerade erst kürzlich in der Presse, in den Medien, dass, ich sag mal, DIN-Norm Baustandards mal runtergesetzt werden. Da sind wir in enger Abstimmung auch mit der Politik. In Hamburg ist es so, oder nicht, wahrscheinlich in Deutschland, das weiß ich nicht, aber das habe ich von unserem Vorstand gehört, dass es eine Verordnung gibt für Trittschalldämmungen auf Balkonen, dass die da sein müssen. Und wir beschäftigen uns gerade damit, quasi, ob es sowas noch geben muss, oder ob man das vielleicht minimieren könnte. Ja, genau. Oder um einfach noch überhaupt die Möglichkeit zu haben, bauen zu können. Also das sind natürlich große Themen, die uns umtreiben, plus Klimawandel. Da tun wir wahnsinnig viel. Wir haben ein Mieterstromprojekt mit einem Ökostromanbieter, das
Mieter über PV-Anlagen auf den Dächern ihrer Häuser eigenen Strom beziehen können. Überall, wo es möglich ist, installieren wir diese gerade. Auch bei den Instandhaltungsmaßnahmen, bei den Modernisierungsprojekten. Nachhaltigkeit, Klimaneutralität. Ja, und ich finde, an dem Beispiel, die du gerade auflistet, merkt man nochmal gut, auch in eurer Branche, da wo ihr unterwegs seid, ist ganz viel Dynamik und ganz viel sich schnell verändernde Umwelt mit all diesen, auch allein von der regularischen und gesetzlichen Anforderungen, ne? Mit denen, wie viel Dämmung muss jetzt bis wann sein und sowas und alles. Ich würde gerne noch mal rüberschwenken auf ein etwas anderes Themengebiet, was aber auch relevant ist für Veränderungen am Arbeitsmarkt und Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Ne? Du bist ja Teamleiterin für Marketing und Kommunikation, vor allem interne Kommunikation auch. Und eher extern. Weiter. Inwieweit nimmst du in dem Bereich Veränderungen wahr in den letzten Jahren? Gut, da muss ich natürlich jetzt sagen, das ist bei einer Baugenossenschaft oder bei der Hansa vielleicht ein bisschen spezieller, weil unser Kommunikationsziel ein anderes ist, als jetzt vielleicht bei einem Unternehmen, das Chips produziert oder ein Shampoo herstellt. Das heißt, ihr schaltet immer noch die gleichen Plätze? Ja, genau, doch, ja. Unsere Kommunikationsziele sind andere. Insofern klar, Employer Branding ist natürlich eins der Ziele. Ein zweites ist die Förderung des genossenschaftlichen Gedankens. Das ist uns einfach wahnsinnig wichtig. Wir sind eben nicht nur Wohnungsgeber, wir sind so viel drumherum und das wissen die Menschen nicht. Ja, über uns kann man eine fair bepreiste Wohnung beziehen am Ende des Tages. Schön, dass du bezahlbar umschiffst. Das gibt es halt nirgendwo mehr. Ich meine, immer noch deutlich im Schnitt unter dem Hamburger Mietenspiegel. Ja, genau, aber auch das explodiert ja immer. Aber ja, auch das explodiert richtig. Aber wir machen so viel um die Wohnung herum. Wir haben Nachbarschaftstreffs, in denen wir diverse Angebote schaffen, von Yogakursen über Skatrunden und was Doch, Menschen altbacken. Da alles altbacken. Wir haben eine... Wir spielen Pokémon. Ihr spielt Pokémon, auch schön. Und das wird jetzt schon 30 Jahre. Laufen bei uns rum, ja? Ja, wir machen eine nachhaltige Quartiersentwicklung. Es gibt einen Nachbarschaftsfonds, der mit einem gewissen Betrag belegt ist, wo Menschen Anträge stellen können, dass sie irgendwie ein Hochbeet haben wollen für ihre Anlage. Und dann bekommen sie das. Wir machen Urban Gardening Angebote. Wir fördern Wohnanlagenfeste. Also wir machen so viel drumherum. Das ist so Kommunikationsziel Nummer 2 und Kommunikationsziel Nummer 3 am Ende. Ja, Image, das, was du ganz am Anfang, um nochmal zurückzukommen, angesprochen hast. Wir sind eben nicht die verstaubte Behörde und wir können das auch zeigen. In jeder Folge müssen wir wenigstens einmal kurz über KI reden. Ist das bei euch ein Thema? Inwieweit nutzt ihr KI? Für eure Arbeit? Es wird immer mehr zum Thema. Also ich kann für meinen Bereich Marketing und Kommunikation sprechen. Ja, auch wir beschäftigen uns mit ChatGPT und mit dem anderen und dem korrekten Prompten. Am Ende des Tages merken wir aber auch, und das ist gerade, wir haben zum Beispiel ein LinkedIn-Profil auch bei der Hansa und wir merken es ganz stark, es ist immer wieder in der Diskussion. Alle machen ihre Posts nur noch mit KI und LinkedIn, zu erkennen an den Emojis, die verwendet werden oder zu erkennen an einer gewissen Sprache. Und das ist natürlich interessant, weil wie schaffen wir es mit dem Einsatz von KIs, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich umtreibt, immer noch kreativ zu bleiben, nicht austauschbar zu sein, uns abzuheben. Wo führt uns das hin? Ja, man beschäftigt sich damit, wie prompte ich richtig. Am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich schon KI-Tools, die dir sagen, wie du richtig promptest. Du musst ja 2 nutzen. Und ja, die eine genau, Sache, wie du promptest richtig. Also genau, finde ich bei euch vor allem ein spannendes Thema, weil du jetzt vieles erzählt hast, wo für euch ja eigentlich der Weg hinführt zu mehr miteinander, mehr Kommunikation, das auszubauen. Ne? Also wirklich auch Mauern einzureißen, ne? Mit offenen Arbeitsflächen und mehr Zusammenarbeit. Und KI führt aber in der Anwendung in vielen Stellen gerade dazu, dass wir tatsächlich auch mehr entmenschlichen. Ich habe neulich erst vielleicht auch eine Urban Legend, aber eine schöne Geschichte. Steuerberater kriegt einen Einspruch vom Finanzamt, ne, für seinen Klienten und lässt sich dann ChatGPT automatisch prompten, 40 Seiten Einspruch dagegen. Dann kommt nochmal der zweite, ne, dann wird das abgelehnt, kriegt er und dann macht er einen neuen Prompt mit 80 Seiten und so weiter bis 120. So, und am Ende also er hat was produziert, was er selber nicht gelesen hat, gibt das dann rüber an eine Stelle, die sagt, 120 Seiten lese ich nicht. So, und dann geben wir halt keinen bei oder halt nicht. Wo einfach die KI-Nutzung uns ja schön nach vorne bringt, in Anführungszeichen, aber eigentlich nur
einen Keil in die eigentliche Zusammenarbeit und Kommunikation treibt. Und ich sehe das vor allem auch ein bisschen zwiegespalten in Hinsicht auf Marketing, auf Kommunikation. Wenn ich dann nur noch, und LinkedIn ist da leider das absolute Negativbeispiel, wenn ich nur noch auf einem sogenannten sozialen Netzwerk generierten Scheiß ablade, wo ist denn der soziale Gedanke? Also es liest keiner mehr. Ich scroll ja hauptsächlich durch, um einen echten Artikel zu finden oder irgendwas, wo echte Erfahrungen geteilt wurden und nicht aufbereitete Ideen durch die KI gejagt wurden. Und das ist schon was man dann doch auch häufiger hört. Wieso packst du das einmal in ChatGPT, dann ist das fertig, das dauert 3 Minuten. Und dann hast du das mal eben gemacht. Über alle Abteilungen. Da lernen dann auch Menschen, die eigentlich nicht schreiben können, lernen schreiben. Und ich halte das für gefährlich. Schön, dass du 3 Minuten gesagt hast, weil da kommt mir sofort das Bild, warum koche ich denn abends und mache mir keine 5-Minuten-Terrine? Weil da ein Prozess dahinter ist. Teilweise ist es auch noch ein Akt der Zusammenarbeit, ne, zeremoniell mit der Familie oder mit Freunden. Nahrhaftigkeit, Nachhaltigkeit und so weiter. Da sind ja mehr Aspekte drin als Qualität, als nur dieser Zeitaspekt. Ja. So, und ich lerne auch noch was dabei. Ne? Wenn ich selber irgendein HelloFresh oder ähnliche Anbieter nachkoche, dann lerne ich ja selber noch was. Wenn ich nur heißes Wasser aufmache, das ist ja kein Skill, den ich weiterentwickle. Richtig. Und die Gefahr ist ja auch, wenn du dich da in Fachbereichen bewegst, in denen du dich nicht auskennst, du kannst es nicht bewerten, beurteilen, dass das, was dir da ausgespuckt wird, was für eine Qualität es hat am Ende. Genau, jeder von uns ist geschulter Berater und kann bei absoluter Ahnungslosigkeit noch vom Kunden brillieren. So, das ist ja auch ein Skill, den man lernen muss. Fühlst du dich jetzt ertappt, ja? Ich bin zwar oft absolut ahnungslos, aber ich kann nicht brillieren, indem ich das dann überspiele. Oder den Leitsatz, den ich im Beratungsgeschäft kennengelernt habe, 5 Minuten vor dem Kunden. Mhm. Das reicht. Wenn du das Buch 5 Minuten vorher gelesen hast, das ist halt noch frisch im Kopf. Okay, also KI ist ein Thema. Und natürlich Prompten als expliziten Skill, dass wir das einfach mal genannt haben. Ne? Also da scheut ihr auch nicht zurück, aber ihr seid sehr selektiv und schon mit offenem Auge, wo ihr das einsetzt und wie ihr das einsetzt. Ja, in meinem Bereich, so wie ich für meinen Bereich sprechen kann, definitiv, ja. Was meinst du, fühlt sich für die Mitarbeitenden, du bist ja auch eine, ich weiß, aber versuch dich mal in andere hineinzuversetzen, was fühlt sich nach Arbeiten der Zukunft an bei der Hansa? Also jetzt die neuen Büros, wahrscheinlich sehr offensichtlich, aber ansonsten so im Arbeitsalltag, was da irgendwie spannend ist oder unerwartet ist, wenn man mit so viel Vorurteilen da reingeht wie Alex und ich. Was denkst du, würden die Kollegen... Die sind alle auch rausgesucht und niedergeschrieben, nur für die Folge. Wir sind da die Vorurteile. Die Vorurteile sind einfach nur ein bisschen Salz in der Suppe. Wir räumen die doch jetzt gerade weg, das ist doch die Idee. Sorgfältig mit KI recherchiert. Die ganzen Biases, genau. Also was würden die listen, wo sie sagen, ja, hier, was würden die Alex sagen, wenn der mit seinem Verstaubten ankommt? Würden sagen, Alex, komm mal vorbei. Und dann sagen wir dir mal, wie es hier aussieht und wie es hier läuft. Und wir haben ja jetzt auch in letzter Zeit mal Menschen zu Besuch gehabt. Ich hatte jetzt gerade eine Filmproduktionsfirma zu Besuch, wir werden in diesem Jahr übrigens 100 Jahre alt. Ja. Und genau, weil ich mit der Filmproduktionsfirma gerade zusammenarbeite und die haben auch schon ganz andere Unternehmen gesehen und die kamen rein und haben gesagt, Maria, also bei Google ist es auch nicht besser. Und dann, ich meine, das ist ja auch dann ein Kompliment. Also am Ende des Tages, ja, wir beschäftigen uns mit Wohnungen, wir beschäftigen uns mit Quartiersentwicklung, aber das ist nicht neu. Aber trotzdem sinnstiftend, hast du ja schon gesagt. Und genau. Ja, Schuster hat die schlechtesten Leisten. Also, dass die Baugenossenschaft auch selber ein modernes Gebäude hat, ist jetzt gar nicht mal selbstverständlich unbedingt. Ja, also, das hätte ich mir schon vorgestellt, ne? Dann wohnen wir halt in dem ranzigsten Laden, weil die Sahnestücke wollen wir ja unter unsere Genossen verteilen oder sowas. Also, dass man da auch, auch nach innen guckt und tatsächlich auch für die Mitarbeiter da was mitgestaltet, finde ich schon sehr, sehr positiv. Genau, und am Ende des Tages haben wir in dem neuen Bürogebäude, nicht zu vergessen, auch 14 Wohnungen integriert. Also, ich kann da über Nacht bleiben. Separaten Eingang in der Nebenstraße, wo unsere Mitglieder wohnen, in 14 Neubauwohnungen. Plus wir haben einen Nachbarschaftstreff, auch im Bürogebäude für unsere Mitglieder, den wir demnächst eröffnen werden. Also es dreht sich nicht nur um die Mitarbeitenden, sondern auch um die Mitglieder. Mhm. Einen ganzen Komplex dort. Ich würde gerne nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, um noch Thema KI ansprechen. Also diese ganzen Hype-Technologien haben ja auch immer wieder diesen Schatten, den sie mitziehen, dass bestimmte Arbeiten überflüssig werden. Inwieweit ist das bei euch
der Fall? Ist das bedroht? Wir haben ja schon über die KI-Nutzung gesprochen und Technologien. Nochmal auch, was ich vorhin ein bisschen gefragt habe, so verändern sich die Skillsets in eine gewisse Richtung? Also wo merkt ihr Tendenzen, wo ihr sagt, okay, bestimmte Profile wird es langfristig anders geben müssen? Also ich glaube, Gärtner und so weiter wird jetzt weniger... Wird immer noch gefragt, mit den Händen zu arbeiten, aber vor allem bei den Büroleuten, die jetzt die neuen Flächen auch zur Verfügung gestellt haben. Inwieweit findet da ein Umdenken statt? Also ich denke schon, dass sich langfristig die Rollenprofile verändern. Ich denke nicht, dass jetzt Menschen, jetzt böse gesagt, wegrationalisiert werden, weil ihre Arbeit wegfällt. Dafür arbeiten wir noch zu nah, was auch gut ist, am und mit den Menschen. Und es ist das, was sich unsere Mitglieder wünschen. Diesen ganz nahbaren Kontakt. Wir haben tatsächlich jetzt gerade, Stichwort KI, unsere App eingeführt. Ein langer Prozess. Und man merkt natürlich die Kinderkrankheiten, ne, alles, was du so hast, wenn du eine App einführst. Es läuft aber insgesamt gut, wird gut angenommen. Aber auch eine App hat ihre Grenzen. Ja, du kannst dort deine Schäden melden und aus Dropdown-Menüs wählen, aber am Ende des Tages nimmt uns diese App Dinge ab, wie vielleicht eine standardisierte Hundehaltegenehmigung oder du brauchst eine Genehmigung, ich weiß nicht wofür, eine Wohnungsgeberbescheinigung oder so. Sowas kann dir dann eine App sofort auf Knopfdruck auch um 23:35 Uhr generieren, dafür brauchst du den Mein Hansa-Service nicht anzurufen. Das gibt uns, wenn ich jetzt für andere Abteilungen, also Marketing natürlich ein bisschen anders sprechen würde, Raum, uns dann noch intensiver mit anderen Dingen beschäftigen zu können, die jetzt vielleicht nicht möglich sind, weil sie eben noch nicht so standardisiert abgebildet werden konnten ohne KI. Ich stelle mir das so schön vor, wenn du in Zukunft in 10 Jahren vielleicht oder 15 zur Wohnungsbesichtigung kommst und dann ist da kein echter Mensch mehr, sondern nur noch so ein Tablet auf dem Segway und führt dich dann durch die Wohnung. Und dann so ein bisschen wie beim Schlüsselübergabe ist wie beim Airbnb, du kriegst dann dein Code, den Freigabecode und dann war's das. Kannst du über die App direkt die digitale Smart Lock nennen. Ja, und dann ist die Frage, wollen wir das? Ne? Ja. Und ist das noch zielgruppengerecht? Ist das auch, was die Zielgruppe möchte? Genau, man muss ja nicht alles machen, was man theoretisch könnte. Genau, also ja. Genau, ne, weil ganz viel passiert ja auch im menschlichen Kontakt, ne? Und ein bisschen auf die biochemische Ebene, ne? Also wenn man sich Vertrauensaufbau, also vor allem auch zu sowas wie einem Vermieter, wie einem Wohnungsinhaber, wo ich dann einziehen will, wo ich mich wohlfühlen und zu Hause fühlen möchte. Und dann muss ich halt an diese eine Experimentgeschichte, die ich mal gelesen hatte, wo man getestet hat beim Autokauf unter anderem, dann auf den Handschlag zu verzichten. Und dann gefragt hat, so, wie fühlt ihr euch mit, und dann auch geguckt hat, wie viele Leute Autos wieder zurückgegeben haben oder sich unwohl gefühlt haben und so weiter. Nur weil diese diese Vertrauensbildung über den Körperkontakt, Ausschüttung von Serotonin und so weiter, und dann als Bestätigung, wenn das wegfällt, das auf dem Papier sieht das so schön aus, ne? So diese technokratische Utopie, wir machen ohne menschlichen Kontakt und ohne Keime und was auch immer. Aber da geht auch sehr viel flöten, was uns als soziale Lebewesen ja auch bestimmt. Einige Sachen geben auch, die wir noch sehr lange behalten wollen. Und vor allem beim Bereich Wohnen kann ich mir das schlecht vorstellen, dass das durch Roboter und Automatisierung dann ersetzt werden kann. Ich bin ja überzeugt, mag pauschalisierend klingen, aber je mehr KI Einzug hält, je mehr Tools, je mehr Digitalisierung, desto wichtiger wird Menschlichkeit. Ja, es wird herausgeschält, ne, wo wir es gebrauchen und wo wir es haben wollen, und das Verständnis ist besser. Und dahingehend unterstützt uns KI auch, ne, weil das Angebot ist jetzt da, wir könnten es automatisieren, aber wollen wir das wirklich? Ne? Oder was fällt uns davon ab, das denn doch nicht zu tun? Oder in einem Bereich, wo wir uns sofort drauf stürzen, was sind dann die Konsequenzen eigentlich? Ne? Genauso wie Corona uns ja auch ins Homeoffice gezwungen hat, ne? Sehr viele für eine lange Zeit. Davor konnte man drüber spekulieren und es wurde ja auch viel diskutiert. Ne? Wollen wir das nicht? Und eigentlich müssten wir schneller, Produktivitätseinbuße, bla bla. Und dann haben wir es einfach mal mit Fakten gesehen. Wo funktioniert es nicht? Ne? Und auch tendenziell, ne? Die Studien gibt es ja alle dazu, ja, Produktivität leidet in bestimmten Bereichen, aber nicht überall. Ne? In einigen ist es sogar vorteilhafter, ne? Muss man individuell drauf schauen. Und auch die Mitarbeiterzufriedenheit, ja, aber wenn ich halt in meiner Einzimmerwohnung am Küchentisch sitze, ne, und dann irgendwie mit den Bandscheibenvorfall nicht wie in der IT üblich mit 32 schon mit 25 habe, dann sieht es halt anders aus. Ich gucke die ganze Zeit in die Richtung, ich sehe gar nicht, wenn Tim wiegen. Ja, ich habe extra nicht hingeguckt, weil ich dachte so, oh, der wird schon laut schimpfen, wenn wir tatsächlich in die Beziehung gehen. Möchtest du noch eine Frage stellen, oder? Nee. Du bist soweit durch? Ich überlege gerade, ich finde den ganzen Themenbereich halt super spannend, weil es
ja, es ist das Klischee, ich mache es ja auch absichtlich auf, aber dass wir halt mal wirklich jemanden zu Gast haben, und danke dafür auf jeden Fall schon mal auch an der Stelle, aus einem Bereich, der halt nicht direkt Software entwickelt. Ne? Ja, jetzt habt ihr eine App, jetzt seid ihr auch ein Tech-Unternehmen. Die Software hat aber ein Tech-Unternehmen für uns entwickelt. Ja, super, dann habt ihr es wenigstens nicht selber verzapft. Das halt das auch zeigt, dass moderne Konzepte, was Arbeitszeitmodelle angeht, was Integration von verschiedenen Demografien angeht, partizipative Arbeitsmodelle, dass das halt auch in unterschiedlichen Unternehmensgrößen und auch in anderen Branchen geht, die nicht immer, du hast jetzt auch Google gesagt, ne? Wenn die Agentur sagt, Google macht es auch nicht besser, das sind halt immer die großen Vorzeige. Und da kann man auch, die sind aber so bunt und schrill und international und hip, da kann man sehr schnell als kleiner Mittelständler sagen, ja, das geht ja bei uns nicht. Und da dann zu sagen, doch, in anderen Branchen, in anderen Unternehmensgrößen, in anderen Demografien geht das durchaus, wenn wir die Leute mit einbinden, wenn wir offen dafür sind und auch Sachen mal ausprobieren. Und wir hatten jetzt auch eben KI, ja, ein riesen Hype-Thema, aber wir müssen durchaus wählen, wo wir es einsetzen wollen und wo nicht. Weil es ja nicht nur bei euch eine technische Möglichkeit, sondern halt auch diese gesellschaftliche Charakter, die Genossenschaft dahinter, dieses Zusammenleben halt auch in der Zweckbindung. Und auch das fand ich sehr schön, das Thema Purpose-Driven im Arbeitsalltag ist immer wieder ein Hype-Thema im IT-Sektor, Selbstverwirklichung. Und jetzt haben wir das aber hier, es gibt Unternehmen, wo das gegeben ist, ne? Wie zum Beispiel bei euch, ne? Wohnraum schaffend. Wo man hinkommt. Und da an der Stelle würde ich auch gerne Schluss machen, weil sonst müssten wir einfach nur noch ein neues Fass aufmachen, aber vielleicht dann in einer anderen Folge. Genau, finde ich aber auch gut. Das schließt den Bogen zu unserer letzten Sendung, wo wir gesagt haben, nicht jeder kann die Welt retten. Aber wir tun Leuten ein Dach über den Kopf zu setzen, ist vielleicht doch tatsächlich auch ein besserer Purpose, als Waffen für World of Warcraft-Spiele zu programmieren. Jetzt aus unserer letzten Sendung, alle, die es verpasst haben, mit Stefan Rook, der hat das Beispiel da aus seiner Arbeit mit genau. Mit modernen, agilen Teamstrukturen. Ja. Wir machen aber auch was. Wir machen was, wir bedanken uns. Also Alex hat ja schon angefangen. Ich fand es auch total super, dass du dabei warst und uns da so ein bisschen Einblick gegeben hast und mit unseren Vorurteilen aufgeräumt hast. Ich habe auch was über wie Genossenschaften heute funktionieren gelernt. Vielen Dank euch für die Einladung. Und es gibt bei uns immer kein Wein, keine Blumen, keine Pralinen, sondern wir pflanzen dir einen Baum. Du kriegst ein Baumzertifikat. Du musst den Baum nicht nach Hause tragen. Er steht in Mecklenburg-Vorpommern in einem kannst ihn aber besuchen, wenn du möchtest. Staatsforst irgendwie. Und da kannst du könntest ihn besuchen, weil auf dem Zertifikat sind die GPS-Koordinaten drauf. Genau, das ist so ein bisschen für uns zur Reduktion unseres CO2. Als Ausgleich für das, was wir hier machen. Ja, ja, gerne doch. Ja. So, und damit sind wir nämlich für heute auch am Ende angekommen der schönen Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt. Vielen Dank, Tim, an die Technik. Vielen Dank, Per, als Co-Host. Vielen Dank, Maria, dass du da warst und das mit uns geteilt hast. Wunderbar. info@agila-norden.de, falls ihr Rückmeldungen, Anfragen für Sponsoring oder auch einfach Feedback an uns habt. Wenn nichts weiter ist, sehen wir uns in der Arbeitswelt von morgen. Bis dann.